Als junger Mann bin ich losgezogen in den dunklen Wald. Weit, weit weg von daheim. Und habe mit meinen Lehrern und Meister gegen Drachen gekämpft. Und Geister befreit. Nach 10 Jahren im Kloster haben sie mich zurückgeschickt auf den Marktplatz. Zurückgekommen und habe eine Prinzessin gefunden. Und wir haben das Geschenk gehabt, dass wir ein Kind bekommen haben. Zurück in einen kleinen Ort geschaffen. Ein kleines Kloster für die Leute. Und der Abt vom Kloster, dem sagt man Vater. Und das ist genau der Punkt, wo uns das erste Kind geschenkt worden ist. Bin ich auch ein weltlicher Vater geworden. Buben und Mädchen, Männer und Frauen. Was heisst das? Das heisst, ihr sind alle potenzielle Mütter und Väter. Wo meine Frau mit unserem Kind schwanger war, ist langsam auch in mir der Vater gewachsen. Aber wenn man genau heranschaut, man ist verbunden. Unser Kind, das in der Mutter langsam heranwachsen. Mütter und Väter. Ein Kind ist ein Geschenk. Wir beide schauen, dass dem Kind gut geht und dass sie Mut haben, selber mal in die Welt rauszugehen und die Möglichkeit haben, selber Väter und Mütter zu werden. Und jetzt kommt der harte Teil. Unsere Gesellschaft sagt, dass die Väter keinen Wert haben. In den ersten 3 Monaten hat meine Frau mein Kind können vernichten. Ohne dass ich als Vater die Möglichkeit hatte, rechtlich etwas zu unternehmen. Das hat mich schockiert, dass unsere Gesellschaft den Anfang vom Leben Väter als wertlos bezeichnet. Jeder Mann ist ein potenzieller Vater. Jede Frau ist eine potenzielle Mutter. Immer wenn man ein Kind trifft, hat man die Rolle. Der Anfang vom Mensch.
ist entscheidend. Alles andere baut darauf auf. Wenn unsere Gesellschaft am Anfang sagt, der Vater hat nichts zu sagen, der Vater ist wertlos. Für uns Männer und für die Mütter heisst das, übernehmen keine Verantwortung. Es ist eine traurige Sache für die Kinder. Es ist eine vaterlose Gesellschaft. Aber ohne Vater keine Mutter. Und ohne Mutter kein Vater. Es ist eins und zusammen. Alle schreien nach Gleichstellung, zahlenmäßiger Gleichstellung. Der absolute Schwachsinn. Jeder tief hinein will gleichberechtigt sein. Gleichberechtigung ist nicht Gleichstellung. An euch alle Väter und Mütter. Wir sind vor dem Gesetz nicht gleich. Vor dem Gesetz sind Väter und Mütter nicht gleich. Wir sehen, was passiert in einer vaterlosen Gesellschaft. Es gibt keine Mütter, weil das gehört zusammen. Und Kind, es geht nur noch um mich. Vor dem Gesetz habe ich als Vater von meinem Kind, von unserem Kind, in den ersten 3 Monaten keine Möglichkeit, mein Kind zu beschützen. Und die ganze Gesellschaft sagt das den jungen Männern und den jungen Frauen. Die ganze Gesellschaft, unser Gesetz, sagt an jedem jungen Mann, du bist wertlos. Ich brauche mich nicht. Kind braucht dich nicht. Es tut mir weh im Herzen. 40, 50 Jahre sind wir am Schlaraffenland nachgerannt. Sex ohne Konsequenzen. Das heisst, Intimität gibt es nicht. Intimität, die in der Sexualität ihren Ausdruck hat. Und wo der Anfang vom Mensch ist, wenn wir ohne Konsequenzen. Und so kümmern wir uns um uns selber und um Kind. Und alles andere. Der Mensch ist der Anfang. Dort fängt es an. Und wir wollen den Anfang ohne Konsequenzen. Mütter und Väter.
Kinder brauchen das Vertrauen, dass das bekommen, was sie brauchen. Und der Mut, aus dem etwas zu machen. Das sind die Aufgaben der Mütter und Väter. Es ist nicht gut, wenn wir, dass unsere Kinder wertlos sind. Ihr und wir sind eine Familie. Mütter, was wollt ihr für Männer? Was wollt ihr für Väter? So sucht man sich einen Partner aus. Männer, was wollt ihr für Frauen? Männer, was wollt ihr für Mütter? Wo man zusammen eins ist, wo man zusammen Verantwortung hat. Frauen, Mütter, was braucht ihr für Männer? Was braucht ihr für Väter? Für die Kinder? Es geht um die Kinder. Es braucht die. Aber vor dem Gesetz, am Anfang, wo alles andere darauf aufbaut, dann kann ich überspringen. Kinder sind ein Geschenk. Und Kinder brauchen Väter und Mütter. Aber unser Gesetz sagt, Männer sind wertlos. Weil als Väter haben sie kein Recht, für ihre Kinder zu schauen, für ihre Kinder zu sorgen und ihre Kinder zu ermutigen. Ist das, was wir wollen?